So, meine lieben Freunde, das bin ich wieder mit einem neuen Bootstrap Turnierkampf. Heute wieder alleine, also ohne Carilotus, der ist zwar hier auch mit in der Lobby drin, aber ich caste heute alleine das Spiel gegen oder von Tobi vs CIO. Ich mache mich hier bereit auf der 8. Map und ja, dann schauen wir einfach mal, wie sich hier Tobi schlägt. Ich bin sehr gespannt, weil CIO hier einfach der Favorit ist quasi. Overlay ist natürlich am Start. Und dann schauen wir einfach mal, wie lange hier Tobi sich gegen den CIO hier wehren kann. CIO und Altaros sind ja quasi in dem Turnier hier die Finalisten oder die Favoriten quasi, weil die einfach ja sehr viel Erfahrung haben und einfach das Spiel oder den Spielmodus sehr gut inhaliert haben. Von der Map-Ausrichtung passt es natürlich mal wieder nicht. Gut, dann drehen wir das einmal. Hier Tobi orange und CIO dann gelb. Ja, CIO ist auf jeden Fall kein Deutscher. Ich weiß nicht genau, was er für ein Landsmann ist, aber auf jeden Fall nicht deutsch. Tobi kennt ihr natürlich alle von den Top-KI-Kämpfen oder ja, genau. Na, der macht auf jeden Fall auch KIs und macht da auch regelmäßig oder ein wenig weniger Content als ich, aber ja, naja, ist ja auch nicht schlimm. So, und dann schauen wir einfach mal, was hier der Profi hier so macht. Baut auf jeden Fall hier einen niedrigen Wall, hat auch hier schon die Verbindung zu der oberen Plattform hergestellt. Hier kommen zwei Horse Archer vom Tobi vor, die hier wahrscheinlich ein wenig rumstressen wollen. Und ja, ich gucke bloß ganz kurz nochmal. Der Tobi hat, wo hat denn der sein Söldner? Ach, da hinten hat er den versteckt. Ah ja, okay. Ja, und der macht natürlich schon mal ein bisschen Stress und CIO kontert hier mit arabischen Schwertkämpfern. Okay. Halten natürlich dementsprechend viel aus, aber sind dafür auch relativ langsam, bis sie die mal kriegen hier. Und man sieht es ja hier, die berittenen Bogenschützen rammeln hier einfach weg. Und da ist ein Meuchelmörder und die Tunnelgräber. Ah ja, okay. Hab noch nie so wirklich einen mit Tunnelgräber spielen sehen. Aber CIO hat es wahrscheinlich hier schon öfters gemacht. Tunnelgräber machen ja deutlich mehr Schaden gegen Gebäude als so normale Einheiten, um die einfach sehr schnell wegzureißen. Und Tobi nimmt jetzt hier seine Bogenschützen wieder nach hinten, um wahrscheinlich hier gegen die Tunnelgräber irgendwas ausrichten zu können. Und vor allem den Assassinen hier wahrscheinlich dann wegzumachen. Ja gut, die bagern sich jetzt hier schon. CIO auf jeden Fall hier mit der ersten Waffen-Eco schon am Start. Tobi auch. Also ja, Tobi hat auf jeden Fall im Laufe des Turniers schon ordentlich... Oh, der Assassine ist tot. Schon ganz gut Erfahrung sammeln können. Und ich bin jetzt hier gespannt, was die Tunnelgräber machen. Da ist auf jeden Fall einer schon flöten gegangen. Hier kommt auch der arabische Schwertkämpfer vor. Gut, also Tunnelgräber sind schon mal Geschichte. Arabische Schwertkämpfer noch nicht. Und der andere steht hier irgendwo andersrum wahrscheinlich. Oder... Aber ja, der eine arabische Schwertkämpfer muss jetzt gegen den Lord kämpfen und verliert natürlich. Da hat er natürlich nicht sehr viel Chance. So, jetzt ist es hier ein bisschen fortgeschritten. Sind jetzt, glaube ich, keine großartigen Raid-Angriffe mehr zu sehen von beiden. Jetzt rennen zwar wieder die ganzen Horse Archer oder die zwei Horse Archer hier weiter vor, um hier wieder rumzustressen. Dann würde ich ja einfach mal kurz auf die Wirtschaft eingehen. Tobi hier mit 3 Eisenminen und Steinbruch. Noch keiner Verbindung zu der oberen Plattform hier. Hier kann man ja auch ganz gut die Farmen hinbauen, vor allem hier. Und dann, wenn man das hier abgeholzt hat, dann auch dort drüben. Eine Hopfenfarm. Dann 4 Pechgruben, Holzfäller am Start. Hier auch schon, wie gesagt, die erste Waffen-Eco. Das ist hier ein Sperrmacher. Und ja,
Söldnerposten, Unterkünfte und den ganzen anderen Pfeffer dort. Ganz normale Eco halt, ne? Denke ich jetzt einfach mal. So, CIO, der Profi hier, auf jeden Fall hier mit einer Mauer, um einfach wahrscheinlich den Assassinen hier das Leben zu erschweren. Assassinen können ja keine niedrigen Wellen hochklettern. Deswegen, ja, ne, ist es natürlich gar nicht so schlecht. Hier rennt ein Assassine vom Tobi rum, der den Jäger hier weggeschlitzt hat, aber wird jetzt hier verfolgt vom arabischen Schwertkämpfer. CIO geht extrem stark auf die arabischen Schwertkämpfer, gar nicht so auf eigene Raids, beziehungsweise nicht sehr viel. Auf jeden Fall 2 Steinbrüche, der hier oben, die Verbindung hier oben und ja, hier dann ein Apfelgarten. Der Platz wird hier gerade freigeholzt. Oha, okay. Also ich bin wirklich erstaunt, was hier CIO hier fabriziert. Habe ich so noch nie gesehen, aber gut, er muss natürlich wissen, er ist hier der Profi. Hier auf jeden Fall Leder, also Gerbereien, dann Pfeilmachereien, wahrscheinlich dann Armbrustschützen, Tunnelgräbergilde, oder heißt sie so? Tunnelbauergilde, so rum heißt die. Und ja, na, so den ganzen allgemeinen Stuff mit dazu. Ansonsten, ja, sehe ich jetzt hier nicht allzu viel. Hier rennt noch ein Tunnelgräber rum, der jetzt die ganzen Pechgruben hier weggeräumt hat. Der eine arabische Schwertkämpfer hat hier die Hopfenfarm hier weggenommen. Oder mitgenommen, wenn man es mal so nennen möchte. Ich weiß gar nicht, Tobi, jetzt hat er die Verbindung. Okay, gut. Jetzt habe ich sie gesehen. Ich hoffe, dass er hier ein wenig mehr machen kann, außer sich einfach nur zu verteidigen und hoffen, dass er so ein bisschen halbwegs lang überlegt. Hat jetzt auch hier die erste späte oder gute Waffen-Eco. 2 Schmieden und eine Rüstungsschmiede für dann Schwertkämpfer oder die Ritter. Ritter sind natürlich dann noch sehr extrem, aber ja, CIO hier mit den Armbrustschützen, den ersten Armbrustschützen am Start. Baumeistergilde kommt, hier ein Tor drinne. Dann jetzt hier was hat er denn jetzt hier platziert? Das sah so komisch aus, die Textur, aber okay. Dann hier die eine Apfelfarm zu einer Hopfenfarm umgewandelt, um dann auch schon Bier zu produzieren. Und ja, 2 kleine... Warum ist denn der ja gestorben? Okay. Hier ist irgendwas am Start, aber ich sehe es nicht. Ist denn hier was am Start? Hallo? Glaube ich hier ist glaube ich ein Assassine. Oder? Hier stirbt auf jeden Fall immer irgendwas. Oder ist es beim Tobi drüben? Nee. Nee, ich glaube hier rennt irgendwo ein Assassine rum. Vom Tobi. Ja, hier ist er. Da. Schade, dass ich auf jeden Fall, oder dass man als Spectator die Assassinen nicht sieht. Es wäre nochmal cool gewesen, wenn man da das einstellen könnte, aber leider geht das nicht. Und deswegen, ja, ist hier... Ja, hier sind 2 Assassinen am Start. Oder nee, das eine war ein Assassine vom CIO, der hier ein bisschen weggeräumt hat, die ganzen Sachen. Niedriger Wall auf jeden Fall. Auch mal schön zu sehen. Und ja, jetzt wird es natürlich schon haarig für den Tobi, denn die arabischen Schwertkämpfer und die Armbrustschützen rücken hier langsam vor. Hier oben macht hier die Armbrustschützen und arabischen Schwertkämpfer-Taktik, die ein wenig, ja, doof ist, vor allem im Early Game, wenn man noch nicht so viel zum Gegenpushen hat. Und ja, ist natürlich nicht so sonderlich cool, aber so ist es nun mal. Alle Taktiken sind ja erlaubt in dem Game oder in dem Modus. Aber man sieht hier schon deutlich die Präferenz oder die Stärke von CIO. Guckt euch mal die Wirtschaft hier an. Auch die Waffen-Eco, also was er hier schon für Waffen-Eco aufgebaut hat, das ist natürlich nicht ohne.
Jetzt versucht hier Tobi mit den Rittern die Armbrustschützen wegzuschnetzeln. Kriegt hier wahrscheinlich auch den ein oder anderen Armbrustschützen weg. Aber auch ein Schild. Aber viel waren es jetzt nicht. Waren, glaube ich, 2 Armbrustschützen. Im Gegensatz zu 4 Rittern, wo natürlich die Ritter dann deutlich teurer sind und deutlich eigentlich mehr wertvoller so rum. Aber ja, das ist natürlich dann ein wenig schwierig, das zu handeln, wenn man da, vor allem die Schilde, also die Schilde muss man wegkriegen, damit man vielleicht auch hier einen Turm hinsetzen kann, in Tower 4, so einen großen quadratischen, und dann eine Balliste drauf setzen kann, aber die Schilde, ja, die sind natürlich extremst nervig. Jetzt kommen hier wieder Ritter vor, die ein paar Speerkämpfer noch am Start, hier sind noch ein paar europäische Schwertkämpfer. Ja, auf jeden Fall CIO hier deutlich besser. Gut, er ist ja natürlich auch hier einfach der Favorit und einfach der Profi. Da kann man nichts anderes sagen. Und deswegen ja hier auch Pikiniere am Start. Eine Mühle hat er, Brauereien. Da werden wahrscheinlich bald die Schenken kommen, die ersten. Und dann kann er natürlich auch das Gold hier einfach so reinpumpen. 581 Gold. Gegensatz zu knapp 100 vom Tobi. Das ist natürlich ein deutlicher Unterschied. Obwohl Tobi hier eigentlich gar nicht so schlecht dasteht. Also ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass hier Tobi deutlich schneller weggerusht wird. Aber schlägt sich hier eigentlich meiner Meinung nach ganz gut. Besser auf jeden Fall als ich. Wer mein Spiel gesehen hat gegen Jagdbier, der weiß da auf jeden Fall Bescheid. Aber CIO macht es auf jeden Fall nicht schlecht, seine gesamte Burg hier gegen... Das ist nur an dich. Das ist... Jo, alles klar. Da sieht man nochmal. Nussknacker hat sich die Taktik halt überlegt mit den Armbrustschützen und den arabischen Schwertkämpfern, schreibt hier Carilotus mir nochmal, ist diese retarded Taktik, da einfach mit Schilden den Armbrustschützen und den Schwertkämpfern hier einfach alles wegzuschießen. Jetzt hat er natürlich hier auch noch ein paar Pikiniere da mit drinnen, um hier gegen die Ritter einfach mehr machen zu können. Ach Mensch, heute fällt mir das Reden wieder schwer. Aber gut, so ist es nun mal. Ja, er versucht hier ein bisschen die Außenwirtschaft wegzuraiden, aber viel passiert da nicht. Kriegt auch nicht so viel Truppen hier zusammengeradet oder weggeradet. Ja, ist natürlich jetzt, was man dagegen machen kann, weiß ich selber auch nicht so richtig. Ich habe es probiert mit Mangen, dass man hier einfach die großen quadratischen Türme hinsetzt, obendrauf Mangen massenhaft platziert und dann einfach die Mangen halt versuchen, vor allem die Schilde hier einfach wegschießen zu lassen. So weiß ich jetzt nicht. Einfach die Ritter hier reinzuschicken. Ja. Aber was will man sonst anders machen? Na, was will man sonst machen? Und jetzt schaut euch an. Eieiei. CIO hier mit Mönchen und Pikinieren am Start. Einfach auch der gelbe Balken von CIO auf dem Overlay ist deutlich zu sehen. Da geht's dem Tobi hier wahrscheinlich schnell an den Kragen. Ich weiß jetzt, er könnte jetzt vielleicht noch hier so ganz fix so eine Mauer ziehen, um die Truppen hier einfach ein bisschen aufzuhalten und verlangsamen. Und dann hier oben vielleicht Türme hin platzieren. Da dann ein paar Fernkämpfer. Aber ja, er hat ja nicht mal dann hier die Gerbereien, um die Armbrustschützen. Ach Mensch, also Leute, heute, es tut mir echt leid, aber heute ist das Reden echt schwierig. An dem Sonntag. Und deswegen, ja, tut mir das auf jeden Fall sehr leid. Und hier oben raiden ein paar Tunnelgräber die Wirtschaft vom Tobi weg. 2 Eisenminen sind flöten gegangen und ich glaube hier auch ein Haus, genau. Eine Hütte ist fort. Aber ja, na, Tobi, mein Guter,
das wird nicht einfach werden. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, wenn er hier glücklicherweise einmal hier draußen rumläuft, das Tor wegmacht und dann einfach zum Lord geht und dann den Lord, glaube ich, wegschnetzelt. Aber CAO hat hier die Kathedrale, der kann hier einfach die Mönche spammen und dann dadurch den Angriff oder den Push vom Tobi ganz gut entgegenwirken. Und ja, die Armbrustschützen machen hier einfach Kleinholz aus den Sperrkämpfern und er gibt auf. Und ja, Tobi gibt auf, das erste Game. Na, auf jeden Fall deutlich mehr Gold verdient, der CIO. Und auch mehr Waffen produziert, höhere Bevölkerung am Start gewesen, mehr Stein, mehr Eisen. Ich glaube einfach, dass Tobi hier ein bisschen den Early-Druck nicht so aufrechterhalten konnte, beziehungsweise hätte ich da mir auch, denke ich, vorstellen können, dass er sich schneller zu dieser oberen Plattform da hinbauen könnte, hätte wollen. Deswegen, ja, ist ja in Ordnung. So, na, aber das ist, wie gesagt, nur meine Meinung. Ich habe da jetzt auch nicht so viel Ahnung davon. Man hat ja mein Spiel gesehen, was ich da fabriziert habe. Deswegen möchte ich mich da gar nicht so weit aus dem Stuhl lehnen quasi. Nicht, dass jetzt Tobi oder irgendjemand das jetzt falsch verstehen könnte, dass ich ja irgendwie besser Wisserei betreibe oder so. Deswegen, ja, ist nur meine Meinung. So, jetzt geht's, glaube ich, dann bald weiter. Ich würde sagen, ich sage euch Bescheid oder schule euch zurück, wenn es hier weitergeht. Also bis gleich. Ja, und damit willkommen zurück zum zweiten Match oder zum zweiten Spiel auf der dritten Karte, die Home Map von Tobi quasi. Und wir warten jetzt nochmal ganz kurz, bis hier das Go ist. Ich bin gespannt, ob vielleicht Tobi hier ein wenig besser klarkommt auf seiner Home Map. Aber ja, gegen CAO ist natürlich schon ein Brett zu spielen. So, und da beginnt auch das zweite Game. Wir machen natürlich das Overlay hier wieder an. Und, was ist denn hier mit den... Ach, hier oben ist Tobi. Ah, okay. Guti, alles klar. Hab ich gerade nur ein bisschen verguckt. Ja, hier auf jeden Fall Tobi mit einer sehr interessanten Taktik. Ich muss hier wieder die Kamera drehen, damit es auch mit dem Overlay zurechtkommt. Orange wieder Tobi und Gelb wieder CIO. Und ich bin echt erstaunt, was hier Tobi am Start versucht zu machen. Nämlich hier einfach ganz viele Apfelfarmen hinzustellen. Dann so lange das zu machen, bis man hier ganz gute Werte, ganz gute Nahrung hier rangesammelt hat. Beziehungsweise weiß ich auch gar nicht, ob er hier vielleicht den gesamten Burgaufbau hier unten machen möchte. Aber man muss halt seine Bauern hier oben schützen, weil wenn hier oben die ganze Zeit abgefrühstückt werden, dann ist natürlich sehr schnell am Ende, weil da keine Bauern mehr nachspawnen, die dann die Sachen hier besetzen können. CIO hier ein bisschen anders am Start. Mit dem Kornspeicher hier an der vorderen Seite quasi, wenn man hier oben nämlich einen Katapult hinstellt, entweder hier oben oder dort oben, kann man mit einem Katapult hier die gesamte Nahrungsproduktion wegballern und auch den Kornspeicher hier ganz gut behaken. Aber ja, ich bin echt erstaunt, dass hier Tobi, also er platziert auch sein Vorratslager hier vorne. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so sein Zeug halt platziert quasi. Er hat jetzt hier einen Steinbruch, hier auch noch mehr Steinvorkommen, kann er, denke ich, dann ganz gutes Stein produzieren und dann auch verkaufen. Aber ja, ich kenne es vor allem so, dass Tobi hier immer sich so aufgebaut hat, dass er hier den Steinbruch sich genommen hat. So wie auch CIO das macht. Er baut hier aber auch sein Vorratslager etwas, mir ein wenig komisch auf, weil vor allem der Steinbruch und diese Eisenmine sehr weit zu laufen haben. Aber gut, dann haben natürlich hier die Eisenminen
Die Steinbrüche hier, denke ich, weniger Weg zu latschen. Hier auch so relativ viel. Ja, die sehe ich zum ersten Mal, die Steinspots hier. Obwohl ich mir die Karten immer ganz gut angeguckt habe. Und hier, was macht denn CIO hier? Hä? Okay, ja, baut hier einfach einen Turm hin. Oder ist das? Nee, das ist kein vorplatzierter Turm, oder? Ja, nee, weil sonst müsste der ja hier auf der anderen Seite auch stehen. Der hat ja einfach einen Turm hingesetzt und einen Bogenschütze oben drauf. Also, ja, da bin ich mal gespannt, was der so macht, weil er schießt gar nicht. Der hat die Reichweite einfach nicht, ist klar. Aber trotzdem, ja auch mit der ersten Waffen-Eco jetzt am Start. Eisenmine, zweite Waffenproduktion, Waffenkammer, dann hier diese Standartaufbau von den Ressourcengebäuden oder Nahrungsproduktion, wie man es halt nennen möchte. Ein paar Jäger, also nichts Besonderes eigentlich, meiner Meinung nach. Da hat ja Tobi schon deutlich mehr Gebäude rumstehen und hier kommen auch die ersten berittenen Bogenschützen vor. Aber hier die arabischen Schwertkämpfer, die jetzt auf einen Holzfäller gehen. Okay. Hier hinten noch ein Schwertkämpfer. CIO auf jeden Fall sehr prädestiniert dazu, auf Schwertkämpfer, also auf Early Schwertkämpfer zu gehen. Hat hier Tobi vielleicht ein paar schlitzende Meuchelmörder? Ja, ich glaube hier hinten war, glaube ich, gerade einer, ne? Da ist gerade hier einer gestorben. Ja, nee, hier vorne steht er. Ah ja. Hat die Waffenkammer also einreisen können. Wollte es jetzt gar nicht, denke ich, so viel bringt, weil ja, so in dem Early Game hat man, denke ich, noch nicht allzu viele Waffen, die man da lagern kann. Es kommen ja auch die berittenen Bogenschützen vor. Kämpfen gegen die Schleuderschützen, aber ja, gut, die müssten jetzt, denke ich, da nicht allzu viel Schaden anrichten können, die berittenen Bogenschützen. Hat er hier ein paar arabische Bogenschützen auf sein Keep gestellt, die natürlich jetzt den Höhenvorteil haben. Und man sieht hier, die werden hier kaum getroffen, kriegen weniger Schaden. Er hat aber hier 52 Beliebtheit. Kam ja gerade hoch, glaube ich. Kannst du das nochmal hier anzeigen, Spiel? Hallo! Ihr könnt es natürlich wie immer sehr schön sehen in dem Overlay, aber ich nicht, weil es für mich einfach viel zu klein ist. Na? Ja, beim Tobi kann man ja auch nochmal ganz kurz hier drüber gucken. Haufen Apfelfarmen am Start. Und hier ist ein Meuchelmörder. Naja, hier schleicht sich ein Meuchelmörder vom CIO rum. Ich glaube hier auch noch irgendwo. Ah ja, okay, guckt an. Und das meinte ich halt. Er hat jetzt hier zwar seine ganze Wirtschaft hier unten hin platziert, aber wenn hier irgendwas ist und wenn es nur ein Meuchelmörder ist oder ein Bogenschütze oder so, dann kann man halt hier die ganzen Bauern abfarmen. Und ja, der Meuchelmörder hier oder die zwei, ich weiß jetzt nicht, wie viele an sich hier dastehen, haben natürlich jetzt hier ein ganz gutes Schlitzfest. Ja, hier in dem Eingang steht quasi noch einer. Da steht er, da. Na, und das ist natürlich böse. Weil wenn er jetzt hier die ganze Produktion verliert und müsste dann, er kann zwar nachbauen, weil er hat ja genug Holz und Stein und so weiter, aber er kann ja nicht mal Einheiten ausbilden, weil die ja sofort weggeschlitzt werden, die Bauern. Na, das ist halt immer dann die Gefahr, dass man dann hier die Kontrolle über seinen Pennerhof quasi verliert. Und ja, ich weiß gar nicht, bemerkt er das überhaupt? Weil er muss ja bemerken quasi, dass er keine Bauern mehr bekommt, aber ich glaube, jetzt schickt er seinen Lord hier hoch. Ich hätte vielleicht auch die Slinger hier hoch geschickt, fix. Jetzt legt er hier seine Jäger auf Pause. Aber trotzdem werden ja dadurch nicht mehr Bauern spawnen. Wisst ihr, wie ich das meine? Also klar, es spawnen dann insgesamt mehr Bauern, aber die Schnelligkeit, wie die hier einfach spawnen, ist ja nicht erhöht. Und ja,
Jetzt verliert er, denke ich, seine 2 Mörchelmörder hier. Der Lord kann ja endlich mal diesen Bums da bereinigen. Und jetzt spawnen hier auf jeden Fall wieder neue Leute. Ah ja. Ah ja, okay. Er macht jetzt hier den ultra fetten Rush. Okay, einfach hier ganze Gebäude auf Pause gestellt. Dann die arabischen Schwertkämpfer ausgebildet. Und nee, ich muss es zurücknehmen. Die Leute spawnen dann, also die Bauern spawnen dann quasi an ihrem Gebäude dran, wenn die jetzt sich stilllegen oder Pause machen, je nachdem, wie man es halt möchte. Und dadurch konnte er jetzt so viele Truppen halt ausheben. Die müssen also nicht nochmal hier am Bergfried spawnen, zu dem Lagerfeuer rennen und dann halt, ja, Hackback machen. Aber ja, Tobi hier, ja gut. Jetzt schickt er zwar seine ganzen arabischen Schwertkämpfer weg, aber hier an der Seite kommt halt eine Flut an Sachen und hier hinten in der eigenen Base sind halt auch einfach Meuchelmörder und arabische Schwertkämpfer am Start, die jetzt hier die ganze Wirtschaft wegraiden und somit denke ich, dass hier Tobi bald wieder dem Feuertod übergeben wird, wenn man es jetzt mal mit den Worten vom Inquisitor ausdrücken möchte. Ja, hier, der Lord vom Tobi ist nicht besonders gesund mehr und er stirbt. Ja, somit ist Tobi leider raus aus dem Turnier. CIO gewinnt und zieht in die nächste Runde ein. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an CIO. Schade auf jeden Fall für Tobi, dass er ja so schnell ausgeschieden ist. Jetzt sieht man hier auch gerade mal, dass hier CIO und Tobi gleich viel Gold hatten, wenn man jetzt mal die 500 Gold von der Siegprämie quasi wegrechnet. Und ja, man hat aber deutlich gesehen, innerhalb von 3 Jahren hat hier Tobi oder CIO den Tobi geschlachtet. Und ja, auf jeden Fall ganz guter Ansatz, glaube ich, von Tobi. Guti, trotzdem cooles Spiel. CIO einfach der Profi, da kann man einfach nichts anderes sagen. Trotzdem gut geschlagen hat sich Tobi meiner Meinung nach. Und ja, besser als aufgeben ist es auf jeden Fall. Deswegen, dann war es das auf jeden Fall von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Lasst sehr gerne eine Bewertung da. Schaut euch auch gerne die anderen Spiele in der Playlist an. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst es euch gut gehen. Habt noch ein schönes Wochenende bzw. eine schöne Woche. Und dann tschüssi!